Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier heute auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt, den ihr im Hintergrund schon seht, als die Zeugen Hendersons, um die Leute über die echt wahre Religion zu informieren. Hier neben mir ist der Captain Chaos, den ihr ja schon kennt. Ich bin der blonde Jan, der eine oder andere hat mich vielleicht auch schon gesehen. Und dann wollen wir mal bringen, was dieser Tag noch so bringt. Okay, wir sind's mal wieder. Die pastafarianischen Piraten von der echt wahren Religion. Und heute ziehen wir über den Weihnachtsmarkt, gewandet und ausgerüstet wie die Angehörigen einer ganz ähnlichen Religion wie der unseren. Naja, fast jedenfalls. Ach ja, unsere Religion. Wie ihr vielleicht schon wisst, hat unsere Religion allen anderen Religionen gegenüber ganz viele Vorteile. Vorteil Nummer 1. Unsere Religion ist die richtige. Kann man ja auch schon am Namen erkennen, ne? Denn welche andere Religion würde sich schon als echt wahr bezeichnen können, wenn das, was sie sagt, möglicherweise gar nicht stimmt? Siehste? Vorteil Nummer 2. Andere Religionen sind sich in der Frage, wie man sich einen oder mehrere Götter vorzustellen habe, naja, gelegentlich etwas uneins. Nicht so wir. Wir finden Religionen super. Alle. Ehrlich. Wir glauben, dass alle Religionen im Grunde ihres Herzens Recht haben. Sicher, so ein paar Ungereimtheiten in den Schriften zueinander hier und da. Aber hey, wir zitieren nur unsere eigene heilige Schrift, nämlich das Evangelium des Propheten Bobby Henderson, wenn wir behaupten, auch und gerade in unser heiliges Buch hat unsere edle Gottheit ein paar Kinken und Widersprüche eingebaut, um unseren Glauben zu testen und so weiter und so fort. Jedenfalls kommen wir damit zu Vorteil Nummer 3. Unser Gott ist ein Monster und das Volk der Piraten ist sein auserwähltes Volk. Genauer ist unser Gott ein fliegendes Spaghetti-Monster. Das klingt nach lecker Essen, Saufen und jeder Menge Spaß. Und tatsächlich, auch bei näherer Betrachtung, etwa der Frage, wie es im Jenseits zugeht, kann unsere Gottheit und unsere echt wahre Religion gegenüber allen anderen Religionen punkten. Und weil wir uns darin wirklich sicher sind, gewähren wir, auch das ist einmalig auf dem bunten Markt der Religionen, eine 30-tägige Gott-zurück-Garantie. Ja, wirklich. Probiere unsere Religion 30 Tage völlig unverbindlich aus. Bei Nichtgefallen erhältst du deinen alten Glauben zurück. Ohne Wenn und Aber. Versprochen. Unser Anliegen ist es, Menschen für das fliegende Spaghetti-Monster zu sensibilisieren. Wie gesagt, die meisten glauben ja ohnehin schon an irgendwelche Gottheiten, hinter denen sich freilich stets nur es verbirgt. Seine edle Nuligkeit daselbst, die uns aus der Schlankheit befreit hat und geführt hat in die Vollschlankheit. Besonders am Herzen liegen uns die Vertreter jener anderen Kulte, die ihre Rede- und Darstellungstalente schon im Rahmen ihrer beinahe fast total richtigen Religionen unter Beweis gestellt haben. Und deshalb haben wir uns in die bescheidensten Gewänder gewandet, die wir in unseren Kajüten auftreiben konnten, und wir gemahnen mit unseren Gazetten Entert und das Krähennest an die Vorzüge seiner Nudeligkeit des fliegenden Spaghetti-Monsters. Wünscht uns Glück. Ja, und dann sind wir losgezogen über den Hamburger Weihnachtsmarkt auf unserer Suche nach den Vertretern anderer, beinahe fast total richtiger Religionen. Lange suchen mussten wir nicht, habt ihr gerade schon gesehen, ne, diese gelbe Weste. Wieso denke ich eigentlich jetzt gerade an Wuppertal? Naja, ist ja auch egal. Jesus lebt.
Ja, die Jungs waren richtig gut drauf. Die wollten nämlich den Leuten auch ihre heiligen Schriften andrehen. Und mit denen haben wir uns mal so ein bisschen unterhalten. Von der Unterhaltung ist leider nicht viel zu verstehen. Das liegt an der wunderbaren Musik. Die war wirklich ganz toll im Hintergrund. Aber ich glaube, die Bilder sprechen auch für sich. Na, hast gesehen? Acht mal auf seine Mimik da. Ja, und jetzt, es ist doch ein Bild für die Götter, oder? Sei ehrlich, wer hat jetzt den cooleren Gott? Der oder wir? Tja, weggegangen, Platz vergangen, würde ich sagen, Kollegen, nicht? Und so haben wir von der echt wahren Religion natürlich gleich diesen repräsentativen Standort in der Hamburger Innenstadt in Beschlag genommen, um dort unsere Pamphlete an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Ja, aber wie ihr sehen könnt, sind wir damit auch nicht so hundertprozentig erfolgreich gewesen. Nicht jeder einzelne Passant wollte unsere glückbringende Schrift nun mit sich nehmen. Woran es wohl gelegen haben mag. Ob die Leute uns womöglich mit einer von diesen beinahe fast total richtigen Religionen verwechseln, wo wir doch eigentlich von der echt wahren Religion sind und die richtige Religion gewählt haben, man weiß es nicht. Aber natürlich wünschen wir allen Passanten nur das Beste. Mögen seine nudligen Anhängsel euch alle streifen. Papier, Leute, das weiß ich nicht. Aber das, was darauf steht, ist toll. Es ist die wirklich frohe Botschaft. Oder um sozusagen die echt wahre frohe Botschaft. Tja, also bei manchen Vertretern von den ganzen beinahe total fast richtigen Religionen hatte man den Eindruck, als hätten die uns gar nicht richtig wahrgenommen oder die würden uns ignorieren. Manche schienen sich sogar richtiggehend gestört zu fühlen von uns. Dabei wollten wir doch nur deren Bestes. Wir wollten doch nur deren Seelenheil, sie auf den richtigen Pfad bringen zur echt wahren Religion. Aber gut, wer nicht will, der hat schon, nicht? Mehr Bier von seinem Biervulkan für uns. Das ist die Pastafari. Die kommt aus links aus. Kansas ist jetzt noch, glaube ich, aus Amerika. Aus Amerika. Es sind so viele Religionen, aber die ist echt wahre Religion. Ganz genau. Biervulkan. Nein, wirklich. Unsere, am liebsten wäre mir es unsere Der Heilsarmee beim Weihnachtsliederträllern lauschen, 50 Cent. Ein Stimmgerät und ein Satz neuer Gitarrensaiten, etwa 35 Euro. Die entgleisten Gesichter des Chores, unbezahlbar. Ach, Heilsarmee, du bist doch echt immer wieder eine dankbare Zielscheibe. Die Älteren werden sich erinnern. Es ist ja so schön, dass die Leute so herrliche Musik machen. Schade, dass sie eben nur beinahe recht haben und leider immer ein bisschen falsche Texte singen. Da kann man nichts machen. Nee, da kannst du nichts machen. Aber was du machen kannst an so einem Abend wie heute,
Das ist, ein paar Leute anzuschnacken und zu versuchen, sie zum Konvertieren zu bewegen. Haben wir auch geschafft. Circa 4000 Leute sind an diesem Abend zu unserer Religion konvertiert und von der 30-tägigen Gott-Zurück-Garantie hat noch nicht ein einziger Gebrauch gemacht. Ist doch auch ein Erfolg. Hier auf seine Biervulkan. Doch, das machen wir. Guten Tag. Aber der eigentliche Knaller des Abends sollte ja erst noch kommen. Nochmal zur Erinnerung. Das waren wir. Und das waren die. Hallo. Guten Tag. Wir. Hallo. Die. Hier jetzt also die historische erste Begegnung zwischen den Zeugen Hendersons und den Zeugen Jehovas auf offener Straße. Die Zeugen Jehovas hatten darum gebeten, unkenntlich gemacht zu werden und den Gefallen tun wir ihnen natürlich gern. Viel Spaß! Etwas zu lesen von der echt wahren Religion. Mit Gott Zurück-Garantie. Einfach mal ausprobieren. Ja, das ist sehr schade, denn wir sind echt wahre Religion. Ihr seid auch Können Sie 30 Tage ausprobieren und wenn Sie nicht zufrieden sind, bekommen Sie Ihren alten Gott zurück ohne Religion. Das ist der Biervulkan, in der unserer Zeit auf der Erde gelebt haben, und wir alle zu dem Biervulkan hat. Der kann auch andere Getränke. Da kommt auch andere Getränke raus, aber Auch alkoholfrei, wenn man das hat. und nicht vergessen, die Stripperfabrik ist auch dabei. Das ist doch erstrebenswert. Das wird die Ewigkeit irgendwie gestaltbar Irgendwie haben. muss man das. Ja, sonst Nur das Paradies wäre jetzt langweilig. zieht sich sonst wie so eine Nur das Ewigkeit. Paradies wäre jetzt langweilig. Also ich finde das wesentlich überzeugender. Ja, da wäre bestimmt noch eine super spannende Diskussion draus geworden, wenn sich die Zeugen Jehovas nur darauf eingelassen hätten. Aber irgendwie haben sie uns nur noch einen schönen Weg gewünscht. Tja, und dann wollten wir uns nochmal für die Kamera hübsch hinstellen. Und dann? Oh, wo sind Sie denn? Die wollte ich gerade filmen. Sind die jetzt weitergezogen? Tja, so sah es aus. Mit Sack und Pack weitergezogen, kommentarlos. Damit waren die Zeugen Jehovas an diesem Abend schon die zweite religiöse Gemeinschaft, die erkannt hat, dass ihre Religion halt nur beinahe fast total richtig ist. Aber keine Angst, natürlich stehen unsere Türen auch für ehemalige Zeugen Jehovas offen. Einer kam dann aber doch nochmal zurück und stellte ein paar Fragen. Und das sah dann so aus. Die auf dem Film drauf sind, das wird nicht mit uns veröffentlicht. Nein. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja, alles klar. Das wissen wir doch. Mädchen und wir sind da drauf. Nee, alles klar. Ja, gut. Machen wir. Dass wir uns da einig sind. Ja, Bitteschön. Einmal mitnehmen zum Nachlesen, Ohne Genehmigung. damit Sie wissen, wovon Sie reden. Bitteschön. Naja, verärgern wollen wir die Leute natürlich nicht. Wie gesagt, Religionen finden wir grundsätzlich total super und gerade die Zeugen Jehovas sind ja in diesem Film ziemlich wichtig, denn ohne die Zeugen Jehovas wäre dieser Film hier ja auch nie entstanden. Er blieb dann aber doch noch eine ganze Weile und stellte noch einige Fragen, die haben wir leider nicht auf Kamera. Er fragte zum Beispiel, warum wir uns in die Straße stellen und solchen Quatsch machen würden. Er könne das, was wir da machen, überhaupt nicht ernst nehmen. Naja, da konnten wir auch nicht mehr viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ein Fazit. Der Abend neigt sich dem Ende und auch unser Vorrat an Flyern, die wir sehr fleißig verteilt haben. Wir haben viele sehr, sehr nette Gespräche geführt, auch mit unseren Glaubensgenossen, Geistern. Sie haben ja beinahe fast recht. Die haben ja beinahe fast recht. Sie ließen sich nicht überzeugen, den Flyer mitzunehmen. Aber der ein oder andere war ja doch interessiert. So ist es. Also wir können natürlich immer uns darauf berufen, dass wir sagen, weiterzumachen in unserer Vision, die Welt von den beinahe fast richtigen Religionen zu bekehren zur echt wahren Religion. Pastafarianismus. Darauf würde ich sagen, ein Amen, oder? Amen. Jo, das waren sie, die Zeugen Hendersons von der echt wahren Religion.
Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, mal bei einer unserer Aktionen mitzumachen, oder wenn du deine eigene Idee davon, wie man mit einer beinahe fast total richtigen Religion mal umgehen sollte an unserer Stelle, was reißen möchtest, dann wend dich doch an uns über unsere Facebook-Gruppe oder über G+, besuch mal unsere Seite oder schreib uns mal eine E-Mail an info@die-echt-wahre-religion.de. Wir freuen uns auf dich und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.